Viele von euch haben einen Wasserkefir und wollten jetzt von mir wissen, kann ich damit auch backen, wie mit Hefewasser? Keine Ahnung, also habe ich hier jetzt einmal das Starter-Set von Heldenpilz für einen Wasserkefir und wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch, auch für diejenigen, die wie ich vorher nicht wussten, was Wasserkefir ist und wie das funktioniert. Zucker ist mit in dem Paket dabei, also ihr habt wirklich alles, was ihr für den Anfang braucht. Auch dieses Gefäß war mit da. Ich habe das heiß ausgespült und über Nacht durchtrocknen lassen. Ihr könnt es aber auch ohne Metall und ohne den Silikonring bei 140 Grad in den Backofen geben für 15 bis 20 Minuten. Das reicht sonst auch zum Sterilisieren aus. Ihr solltet eure Hände sauber halten, aber das ist ja normal, wenn man Sauerteig, Hefe, Wasser oder in diesem Fall jetzt Kefir macht, muss man immer sauber arbeiten. 80 Gramm Zucker kommen da rein. Dazu füge ich jetzt noch Wasser in das Glas. Und zwar sind das jetzt 1 Liter für 80 Gramm Zucker. Ich habe das Wasser ein bisschen warm gemacht, also lauwarmes Wasser aus dem Hahn genommen. Ihr könnt auch heißes Wasser nehmen, müsst dann aber länger warten, bis das Ganze dann abgekühlt ist. Denn die ganzen Mikroorganismen und Hefen, die sich dann auf den Trockenfrüchten und in den Wasserkristallen befinden, die dürfen nicht absterben. Und wenn das zu heiß ist, passiert das. Ich habe jetzt hier einen Holzlöffel genommen, aber einfach, weil ich bei Metall und Glas ein bisschen vorsichtig bin. Ist noch ein bisschen warm. Ich messe mal die Temperatur. Es gibt nämlich den Mythos, wie beim Sauerteig, dass man kein Metall verwenden darf. Das ist totaler Quatsch, denn wir haben ja in unseren Haushalten meist kein unbehandeltes Metall, sondern wir haben Edelstahl zu Hause und Edelstahl ist tatsächlich unbedenklich. Das kann ich euch schon sagen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, verwendet einfach Holz oder auch ein Plastiksieb. Ich habe zum Beispiel gar kein Plastiksieb, ich musste Metall nehmen und im Wasserkefir geht es prächtig. So, Feigen sind auch mit dabei. Für die Veganer unter euch, ihr könnt auch die Feigen weglassen und dafür andere Trockenfrüchte oder frische Früchte verwenden. Und ganz viele geben dann zu ihrem Wasserkefir entweder Zitronensaft oder ein paar Scheiben hinzu. Das ist aber tatsächlich nur für den Geschmack und nicht unbedingt notwendig. Und dann gibt es so extra verpackt hier einmal die Wasserkefirkristalle. Solltet ihr das Paket bekommen und nicht sofort nutzen, bitte gebt die Wasserkefirkristalle in den Kühlschrank, der muss kühl gelagert werden. Dann gibt es hier noch Hibiskusblüten, das dient der Zweitfermentation, komme ich später noch hinzu. Wir machen erstmal hier Schritt für Schritt weiter. Wenn das Wasser eine gute Temperatur hat, 29,7 Grad sind super. Alles über 40, 45 Grad, da würde ich tatsächlich nochmal eben abwarten. Dann kann man das jetzt nicht so gut sehen, aber hier sind die Wasserkristalle, also die Kefirkristalle. Und dann gebt ihr die hier hinein. Die Verpackung ist im Innen so ein bisschen beschichtet. Und ich bin dann jetzt mit dem Teigschaber reingegangen, mit dem kleinen. Huch, habt ihr gesehen, da ist eine rausgefallen. Die zeige ich euch aber gleich. Hier wird nichts verkommen. Da sind viele kleine mit dabei und auch größere. Und am Anfang muss ich gestehen, hat das Thema Wasserkefir mich ein bisschen erschlagen. Ich kenne ja Hefeteig, also Hefe, Wasser und Sauerteig und dachte, okay, Milchkefir kenne ich auch, aber Wasserkefir ist noch mal ein bisschen anders. Aber Schritt für Schritt. So sieht der Wasserkristall aus. Ich habe dann ein bisschen Wasser hier noch reingegeben, um wirklich alles rauszuspülen. Das hat auch super geklappt. Ich habe nur wenig Wasser genommen, damit ich in der Gesamtmenge nichts verändere. Und dann gebt ihr hier den Verschluss, macht ihr zu und über diese Gummilasche kann die Kohlensäure entweichen. Das müsst ihr nicht zwingend öffnen, ich habe es trotzdem einfach gemacht. Manchmal hat man ja solche persönlichen Macken. So, und dann am nächsten Tag hat sich das schon ein bisschen verfärbt. Unten sind die meisten Kristalle, 1, 2 schwimmen auch oben. Die Trockenfrüchte haben ihre Farbe schon an das Wasser abgegeben, auch das ist vollkommen normal. Und ihr müsst keine Feigen nehmen, ihr könnt auch frische oder andere getrocknete Früchte nehmen. Und so sieht das dann aus. Und man muss einfach tatsächlich sagen, durch die Wasserkefirkristalle geht das ziemlich flott. Und es ist so, dass die Kristalle den Zucker, den ihr hineingegeben habt, verwendet als Nahrung, wie auch den Zucker von den Früchten.
die ja in das Wasser übergehen und dadurch vermehren die sich, die bilden Kohlensäure, die dann hier entweicht. Dann habt ihr auch noch mal die Hefen auf den Früchten, also das ist so eine Symbiose. Im Prinzip ist ein Wasserkefir fast wie ein flüssiger Sauerteig, also so eine Mischung zwischen Hefewasser und flüssiger Sauerteig. Und manche kommen damit besser klar. Guck mal, hier so 'n ganz große Knolle, also groß in Anführungsstrichen, schwimmt da oben. Hier noch eine kleine. Ähm, s Es ist ein bisschen pflegeleichter vielleicht als Hefewasser, wobei Wasserkefir von der Temperatur her auch am besten bei 28, 30 Grad funktioniert. Das hat nicht jeder in der Küche, ich tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr, aber der Wasserkefir funktioniert trotzdem. Es kann dann sein, je kälter das bei euch ist, desto säuerlicher wird das Getränk. So wie beim Sauerteig auch. Das heißt, wenn ich den kalt führe, dann wird er säuerlicher. Führe ich ihn wärmer, wird er milder. Also es ist total interessant. Und dann gab es hier jetzt noch diesen Trichter mit dem Sieb, das ihr hineingebt dabei und hier noch ein extra Glas. Da könnt ihr dann den fertigen Kefir dann nehmen. Der Ansatz braucht circa 1 bis 3 Tage, je nachdem, wie warm oder kalt das bei euch ist. Dann hat der Wasserkefir den meisten Zucker komplett aufgebraucht. Das heißt, das Getränk ist nicht mehr so süß, wie man bei 80 Gramm auf 1 Liter vermuten könnte. Die Angst kann ich euch nehmen. Das war ja auch schon bei meiner Zitronenlimonade so, dass ganz viele sagten: so viel Zucker, das ist ja ungesund.“ Es ist halt einfach so, dass sich manche Mikroorganismen von Zucker ernähren und die verstoffwechseln den. Das heißt, der Kefir ist dann tatsächlich gar nicht so, süß und definitiv, weil es ein probiotisches Getränk ist, mit nur natürlichen Mitteln, ist das so viel gesünder als das, was ihr irgendwo kaufen könntet. Also, testet das aus und geschmacklich wirklich sehr, sehr lecker, aber da komme ich gleich noch zu. So, durch das Sieb können die Wasserkristalle nicht entweichen. Ich siebe das jetzt einmal durch und dann bleiben da noch in dem Glas ein paar kleben. Das ist kein Problem. Ich habe dann noch ein bisschen Wasser hinzugegeben, so, und habe das Ganze dann noch mal hier geschüttelt. Ich wollte wirklich alle mitnehmen. Keiner wird zurückgelassen, denn am Anfang hat man natürlich nur mit 20 Gramm sehr wenig, aber auch dazu kann ich euch gleich schon mal was zeigen. Ich zeige euch auch, wie man den pflegt und alles. Es ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Man muss halt sich erst mal umgewöhnen, wenn man bisher nur Hefewasser und Sauerteige hatte. So, das meiste haben wir dann mitgekriegt. Ein paar waren dann noch, die habe ich dann später mit dem Teigschaber noch mal rausgeholt. Noch ein bisschen Wasser. Das Wasser hatte ich übrigens abgemessen. Also, ich habe da nicht wahllos Wasser hinzugegeben, sondern ich gebe das jetzt hier in so ein separates, sauberes Glas. Und dann kann ich euch nämlich auch zeigen, was ihr tun könnt, wenn ihr nicht jeden Tag wie verrückt Wasserkefir trinken möchtet oder könnt und ihr das für ein paar Wochen lagern wollt. Dann nehmt ihr 200 Milliliter Wasser und 50 Gramm Zucker. Es steht aber übrigens auch noch mal alles unten in der Beschreibung, kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Also ihr wisst, wie immer gibt es ordentliche Anleitungen. Wo ihr das Set bekommt oder überhaupt Wasserkefir, findet ihr auch unten in der Beschreibung. Da verlinke ich euch das noch mal. Sollten dennoch Fragen auftauchen, gerade für diejenigen, für die der Kefir neu ist, lasst es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Schreibt mir da und dann werde ich das natürlich beantworten. Für diejenigen, die da ungeduldiger sind, guckt euch mal eben meine Mitgliedschaft hier an. Dann geht es tatsächlich schneller und natürlich werden alle anderen Fragen auch beantwortet. Es dauert halt einfach nur länger. Nicht aus Boshaftigkeit, aber ich arbeite im Moment an ganz vielen kleinen Projekten für euch, an tollen neuen Videos. Und die brauchen ihre Zeit. Und das ist dann tatsächlich sehr aufwendig. Und deswegen muss ich so ein bisschen mit meinen Kräften hier haushalten. So, den Zucker versuche ich bestmöglich hier zu verteilen, auch so, dass es, wenn möglich, aufgelöst ist. Klappt das nicht ganz, ist das auch nicht so schlimm. So, das Zuckerwasser gebe ich hier noch mal rein. Das hat nämlich nicht ganz so gut geklappt, weil das einfach noch zu wenig Wasser ist, weil das andere Wasser ist ja da in dem anderen Glas mit den Kristallen.
Habe ich gedacht, okay, also das Gefäß war A zu klein, B hat sich da der Zucker nicht so gelöst, also probieren wir das jetzt mit einem größeren Gefäß. Auch hier könnt ihr wieder mit wärmerem Wasser arbeiten, aber nicht zu heiß, das ist halt wichtig. Wobei bezüglich dem Zucker könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es dem Wasserkefir komplett egal ist, ob der aufgelöst ist oder nicht. Ich vermute mal, dass das ein ähnlicher Mythos wie mit dem Metall ist. Wenn ihr da schon Erfahrungswerte habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder, falls ihr das wissen wollt, dann teste ich das natürlich gerne aus. Schreibt es mir dann da auch gerne rein. Und auch, falls ihr Wasserkefir schon habt, wie macht ihr das? Was sind eure Lieblingsgeschmäcker? Habt ihr Tipps und Tricks parat? Das würde mich wirklich gerne mal interessieren und ich denke ganz viele andere auch. So, ein paar der Kristalle schwimmen da jetzt noch oben und ich gebe jetzt den restlichen Wasserkefir hinzu. Die Feigen, die schon ziemlich ausgelutscht sind, die gebe ich mal eben hier so zur Seite. So, und wichtig, wenn ihr später das Sieb aus dem Trichter rausnimmt, das hat eine ziemliche Sprungkraft. Haltet das wirklich unten zusammen, so gut ihr könnt. Ansonsten springt euch nämlich so der Restansatz bzw. das restliche Zuckerwasser so ein bisschen durch die Gegend, erfahrungsgemäß. Deswegen seid da schön vorsichtig. Ich probiere ja alles aus, damit ihr es dann besser machen könnt. So, also mit dem Teigschaber geht es tatsächlich, finde ich, am besten. Da könnt ihr das wie beim Sauerteig so richtig schön sauber machen und nichts geht verloren. Also alle Wasserkefirkristalle sind gerettet. Kommen jetzt in dieses Glas, da sind noch so ein paar Feigenreste, die fische ich noch so ein bisschen raus. Ist wie gesagt kein Muss. Und guckt mal, der eine, der ist echt groß. Wahnsinn. Einige sagen, man soll es vorher noch mal eben mit kaltem Wasser abspülen. Das habe ich tatsächlich jetzt beim ersten Mal nicht gemacht. Kann man bestimmt zwischendurch noch mal machen, vielleicht auch aus geschmacklichen Aspekten. Ich habe das jetzt erst mal so gelassen. Hat sich ja super entwickelt. Ansonsten nehmt eben ein Sieb und spült die Wasserkefirkristalle eben in kaltem Wasser, bevor ihr sie dann ins Zuckerwasser gebt. So, und jetzt versuche ich hier noch so viele Kristalle wie möglich aus den Feigen zu retten. So, hier geht nichts verschütt. Das kann nochmal rausgesiebt werden. Und das Tolle ist an den fermentierten Früchten, die könnt ihr entweder in euer Gebäck geben oder in den Kompost. Da freuen sich die Kleinstlebewesen. Deckel drauf und dann geht das Ganze ab in den Kühlschrank. Und dann wollte ich aber das natürlich jetzt erstmal probieren, weil ich kannte Wasserkefir gar nicht. Milchkefir kenne ich, Wasserkefir gar nicht. Und habe dann meinem Mann und mir erstmal ein Glas eingeschenkt. Es ist 0,1 bis 2, Moment, ich muss mal kurz nachschauen, 2,5% Volumenalkohol. Da müsst ihr entscheiden, ob ihr das mögt oder nicht. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr alkoholempfindlich. Ich trinke gar keinen Alkohol. Der Wasserkefir hat mir sehr gut geschmeckt. Man kann ihn aber sonst auch verdünnen. Und schaut mal hier nochmal so ein Wasserkristall aus der Nähe. Also wenn ihr ihn längere Zeit nicht braucht, für so ein paar Wochen, könnt ihr ihn im Kühlschrank direkt parken. Er muss vorher nicht den Zucker aufbrauchen, auf gar keinen Fall. Mit Zuckerwasser in den Kühlschrank stellen. Wenn ihr ihn länger nicht benötigt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, den zu trocknen. Wenn ihr Lust habt, das zu sehen, dann zeige ich euch das. So, und ich mache es jetzt einfach, dass ich den nächsten Ansatz ansetze. Und dann mache ich so, dass ich das Zuckerwasser, was ich ja verwendet habe, gleich mitnehme. Der meiste Zucker dürfte aufgebraucht sein. Ich habe das Wasser jetzt nicht probiert und habe das dann auf 1 Liter wieder mit frischem Wasser aufgefüllt. Und ihr habt gesehen, ich habe Metallsieb verwendet. Das klappt trotzdem. Und dann wollte ich mal wissen, wie viel ist das denn jetzt? Und das sind 40 Gramm. Also es hat sich von den 20 Gramm, die ich ursprünglich bekommen hatte, innerhalb von einer Herstellung verdoppelt. Und das kann natürlich manchmal für manche ein Problem sein, wenn ihr regelmäßig Kefir trinkt oder nutzt, dass euch das dann zu viel wird. Da ist es dann so, dass es da Möglichkeiten gibt und die werde ich euch auch
immer noch mal eben zeigen. Jetzt in diesem Video geht es tatsächlich um die Herstellung. Die letzten 10 Gramm, die jetzt hier noch in dem Glas sind, die fülle ich gleich in ein kleineres Gefäß um. Die werde ich jetzt im Kühlschrank lagern, weil 30 Gramm braucht ihr ja wieder für den nächsten Kefir. Die habe ich jetzt schon in das Glas gefüllt. Gebe jetzt wieder die 200 Milliliter Wasser oder Zuckerwasser hier hinein. Zack, rühre das Ganze um. Ich habe jetzt auch wirklich die Kefirkristalle drinnen gelassen, fällt mir gerade auf. Ich habe es schon getestet. War jetzt nichts mit. Das hat gut geklappt. So, schon umrühren. Hier und da könnt ihr vielleicht noch so Reste von den Feigen erkennen. Und weil das einfach zu viel für das Glas war, habe ich das in so ein kleines Bella-Glas umgefüllt. Das ist das von Gläserne Flaschen. Das ganze Equipment, wie ihr alles bekommt, verlinke ich euch natürlich unten auch nochmal in der Beschreibung. So. Deckel drauf. Zack, direkt ab in den Kühlschrank. Brauchen wir nicht. Ihr könnt jetzt hier erstmal parken. So, wir machen weiter. Da hatte ich noch nicht den Zucker hinzugefügt. Das ist ein bisschen trüblich durch das Zuckerwasser von vorher, wo wir die anderen Früchte aufbewahrt haben. Dann rühre ich das um. In dem Fall nehme ich jetzt tatsächlich wieder nur ein Holzgefäß, deswegen, weil ich Metall nicht so gerne im Glas rumscheppern lassen möchte. Das ist der einzige Grund, warum ich dann mal so einen Holzlöffel verwende. Das ist eigentlich mein Spatel für Sushi. Es geht aber auch, wie gesagt, eben mit einem Löffel oder so. Das ist kein Problem. Achtet auch hier dabei darauf, dass die Utensilien sauber sind. Ihr hört es bei mir, ich bin gerade wieder ein bisschen angeschlagen. Das heißt, wenn ich dann solche Videos für euch drehe, wasche ich mir 1000-mal die Hände, damit das auch ja klappt alles. Dann habe ich hier dieses Mal Datteln genommen. Also nicht mehr Feigen, die haben wir getrocknet gar nicht im Haus, sondern ich habe wie auch für mein Hefewasser einfach jetzt Datteln verwendet. Der Wasserkefir war ja jetzt hier schon drin, den hatte ich abgewogen. Das Gefäß war natürlich wieder sauber. Ich hatte es diesmal in den Backofen gegeben, Wasser drauf und dann, der Verschluss ist ganz einfach. Das größere Eckige muss nach oben. Dann gebt ihr das so hin und verschließt es dann mit diesem Pin. Zack, und nur wenn er sich verschließen lassen könnt, ist es auf der richtigen Rille. Bei dem ist es tatsächlich ganz einfach. Und dann hakt ihr den Deckel ein. Und wenn der ein bisschen klemmt, so wie bei mir, dann habe ich den zu weit drauf gegeben. Ja, ein bisschen Liebe, dann geht das. Zack, wenn man das mit diesen Verschlüssen erstmal drauf hat, dann geht das, dann ist man da schon gewohnt. Wieder zugemacht und schon ist der Wasserkefir angesetzt. Also wirklich kein Hexenwerk. Ich habe auch dieses Mal die Zitrone weggelassen, weil uns das Getränk tatsächlich so ganz gut geschmeckt hat. Und schon kann es für 1-2 Tage bei Zimmertemperatur fermentieren. Und das ist jetzt noch der Wasserkefir-Ansatz, der übrig ist. Es ist jetzt ein bisschen weniger, einmal weil wir es natürlich getrunken haben und einmal, weil ich das mit dem Backen getestet habe. Das erfahrt ihr aber, wenn ihr zum Schluss auf die Playlist klickt, ob das gelungen ist oder nicht. Ich möchte jetzt die Zweitfermentation machen. Das ist optional, das müsst ihr nicht. Und zwar ist das einfach dazu da, um nochmal so ein bisschen mehr Geschmack hineinzubringen, das ein bisschen spritziger zu machen. Also wenn dir quasi dein normaler Kefir noch nicht ausreicht geschmacklich, kannst du den so ein bisschen aufpimpen. Das ist dann die sogenannte Zweitfermentation. Dafür habe ich jetzt das Kefir in das Glas gegeben und dann gab es mit in dem Starter-Set Hibiskusblüten. Das gibt eine ganz tolle Färbung. Und da gibst du dann jetzt entweder andere Kräuter hinzu, die Hibiskusblüten, oder du kannst auch Säfte hineingeben oder irgendwelche Früchte, die du noch hast. Und kannst dann das einfach nochmal eben 1 bis 3 Tage verschlossen bei Zimmertemperatur stehen lassen. Ich habe jetzt hier meinen Sauerteig home und habe ihn dann eben schön warm gestellt. So, und falls der dir zu sauer wird, gib ruhig noch ein bisschen Zucker hinzu und lass ihn vielleicht noch mal 1-2 Tage stehen. Falls du dich da vertan hast und merkst so,
Der ist mir zu säuerlich geworden. Ein bisschen Zucker hinzufügen, 1, 2 Tage warten, damit der Zucker auch wieder abgebaut wird und das aber trotzdem noch so ein bisschen süß ist. Und so einfach geht Wasserkefir. In diesen Videos freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich bin bald wieder zurück und liebe Grüße, eure Emma.